Norwegen ist ein Land für Jäger. Große naturbelassene Gebiete, kraftvolle Landschaftseindrücke und faszinierende nordische Wildarten. Und hier gibt es etwas, das mich seit jeher in seinen Bann gezogen hat: der durch die Bergwelt ziehende starke Rentierbulle. Wir sind Ende August nach Norwegen gekommen, um die wilden Rentiere zu erleben und um das grandiose Habitat des norwegischen Fjells zu genießen. Auf der Hinreise zum Forol-Hogna-Gebiet gibt es wunderbare Wasserfälle und zahlreiche wildromantische Brücken. Oberhalb der Baumgrenze, die hier oben im Norden bereits unter 1000 Meter zu finden ist, beginnt das Fjell. Die meisten Rentiere, die die Menschen zu Gesicht bekommen, sind domestizierte Rentiere. Diese unterscheiden sich jedoch im Aussehen, sie sind häufig weiß oder komplett braun und sie haben in der Regel irgendeine Besitzkennung, wie Halsbänder, Ohrmarken oder Lauscherschnitte, um den Besitz anzuzeigen. Es gibt geschätzt 250.000 domestizierte Rentiere in Norwegen, der Großteil davon in Nordnorwegen in der sogenannten Finnmark. Wilde Rentiere hingegen gibt es weitaus weniger. In Norwegen gibt es sie mit Unterbrechungen der Eiszeiten seit Hunderttausenden von Jahren. Wahrscheinlich rückten sie letztmalig mit dem Abschmelzen der Gletscher sukzessive aus Mitteleuropa gen Norden. Die hier vorkommende Unterart trägt den wissenschaftlichen Namen Rangifer tarandus tarandus. Die Populationen der wilden Rene verteilen sich auf die Nationalparks in Südnorwegen. Der Gesamtbestand an wilden Rentieren wird im Winter 2023/2024 auf ca. 16.000 Stück geschätzt, wobei die größte Population auf der großen Hochebene Hardangervidda zu finden ist. Im kleineren Forol-Hogna-Nationalpark, in dem ich jagen werde, ist jedoch einer der produktivsten Bestände beheimatet. Die nahrungsreichen Böden und die vorhandene Ruhe, der Forol-Hogna ist kein wichtiges Touristenziel, sind ein Garant für starkes Wild.
Hier werden aus einer geschätzten Population von 1600 Stück ca. 50 starke Bullen gestreckt. Dazu Kälber beiderlei Geschlechts und Jährlinge. Insgesamt wurden in der Jagdsaison 2023 in ganz Norwegen 3439 Rentiere erlegt. Bei bestem Wetter ist es ein Hochgenuss, sich im Fjell zu bewegen. Es gibt klare Bergbäche und wunderbare Panoramen und das Gelände ist anspruchsvoll, aber nicht zu steil. Wir pirschen im südlichen Teil des Nationalparks, um Aufnahmen von wilden Rentieren für diesen Film zu machen. Wollgraswiesen sind ebenso zu finden wie riesige Flechtenfelder, die Hauptnahrungsquelle der Rene. Die Rentiere sind ein beeindruckendes Wild. Die großen Bullen sind deutlich stärker als die weiblichen Tiere, aber auch die Weibchen tragen ein Geweih. Das jüngere männliche Stück spricht man am sichersten über die Brunftrute bzw. Pinsel unter der Bauchlinie an. Beim starken Bullen sind sehr häufig die Schulter und Träger weiß gefärbt, es ist eine deutliche Mähne unterm Träger zu sehen und vor allem trägt er ein starkes, unglaublich abwechslungsreiches Geweih. Die norwegischen Jäger gehen seit Tausenden von Jahren verantwortungsvoll und kompetent mit ihrem Wild um. Wilde Rentiere werden nach einem Lizenzsystem und einer Zuteilungsquote bejagt. Das funktioniert gut. Die Bestände sind stabil und es können jedes Jahr landesweit Tausende Rentiere nachhaltig erlegt werden. Alle Rentiere werden auf die Krankheit CWD, Chronic Wasting Disease, getestet. Diese vor allem in Nordamerika vorkommende Seuche ist nach Aussage unserer norwegischen Jäger aber schon länger nicht mehr in den Beständen positiv beprobt worden. Die Jagdzeit beginnt hier in Norwegen am 20. August und endet am 30. September. Wir beziehen unsere wunderbare Unterkunft in einem Gasthof am Rande des Fjells. Zu Beginn der Jagdzeit sind die meisten Bullen jedoch noch im Bast. Die Brunftzeit der wilden Rentiere wiederum findet von Mitte September bis Mitte Oktober statt. Die meisten norwegischen Jäger jagen auf starke Bullen deshalb nur bis zum 15. September. Das ist ein schmales Zeitfenster. Auch unsere Jagd findet vor der Brunft statt, damit das Wildbret noch genusstauglich ist.
Jagdtaktik besteht im Wesentlichen aus der Aufgabe, die Windrichtungen einzuschätzen und dann bei guter Sicht die Rentiere durch Laufen und Abglasen auf größere Entfernungen auszumachen. Bei Südwestwind beispielsweise migriert das Wild in südwestlicher Richtung bis an die Südwestgrenze des Nationalparks. Dreht der Wind, drehen auch die Tiere um und ziehen wieder dem Wind entgegen. Das Wetter ist der entscheidendste Faktor bei der Rentierjagd. Mensch und Ausrüstung müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und offenes, klares Wetter ist für den Jagderfolg fast unerlässlich. Am Morgen unserer Jagd, die für 2 Tage angesetzt ist, steigen wir in den Berg. Leider ist das Wetter umgeschlagen. Die Prognose für die vor uns liegenden Jagdtage ist schlecht. Noch liegt die Hochebene im Nebel, aber wir hoffen auf zumindest bessere Wetterabschnitte im Laufe des Tages. Sollte es so neblig bleiben, sinken die Chancen gen Null. Auf halber Höhe am Berg checkt Audun ein letztes Mal die Wettervorhersage. Es sieht nicht gut aus. Wir gehen weiter, gewinnen an Höhe, aber nicht an Sicht. An einer wildromantischen Jagdhütte treffen wir auf einen norwegischen Jäger. Er hält es heute auch für aussichtslos, hat aber vor einer Stunde 2 Bullen schemenhaft im Nebel ausmachen können. Wir planen unseren Rückweg aus dem Fjell in einem großen Bogen, versuchen im nasskalten Wetter noch etwas zu trotzen. Sturm und Nieselregen nehmen gegen Mittag leider nochmal zu. Es wird nun sehr unwirtlich und Sicht ist nur bis ca. 100 Meter möglich. Wir entscheiden abzubrechen. Und genau in diesem Moment taucht vor uns im Nebel eine Gruppe Rentiere auf. Wir werfen uns in die Flechten und ich habe die Waffe schon bereit, als die Kamera zumindest im Weitwinkel aufzeichnet. Es sind 1 oder 2 Bullen in der Herde, aber aufgrund des Nebels schwer auszumachen. Am oberen, hinteren linken Rand der Herde wird ein massiver Bulle frei und ich schieße. Der Bulle zeichnet gut und nach 20 Metern Flucht wirft ihn die zweite Kugel in die Flechten. Die Freude ist übergroß, hat es wieder erwarten doch noch geklappt. So ist die Jagd. Am alten Bullen sehen wir die ungewöhnliche Trophäe. Relativ kurz für die örtlichen Verhältnisse, aber mit 2 vollen, imposanten Schneeschaufeln, wie man nur einen von 1000 findet. So sieht eigentlich ein Woodland Caribou aus Neufundland aus. Aber auf der Jagd muss man es nehmen, wie es kommt und die Chancen ergreifen, wenn sie geboten werden. Wir sind hochzufrieden.
dieser Bulle findet seinen Weg in die Wildkammer. Insgesamt werden hier um die 50 Rentierbullen verschiedener Altersklassen erlegt. Bedroht werden die Bestände durch Beunruhigung von Schneemobilen, Skifahren, Wandern und vor allem auch durch den Straßenverkehr, der die Migrationsgebiete durchschneidet. Domestizierte Rentiere stören sich nicht an den Straßen, aber für die wilden Rentiere sind sie häufig unüberwindbar. Sie bleiben im Fjell. Der entscheidendste Faktor ist deshalb der begrenzte Lebensraum. Wie viele Wildtiere weichen auch die wilden Rentiere vor der sogenannten Zivilisation zurück. Für uns Jäger gilt, hier wie anderswo, dass wir uns mit aller Macht für das Wild und für das Fortbestehen großräumiger, unberührter Naturlandschaften einsetzen müssen, indem das Wild frei ziehen kann und indem wir auch in Zukunft noch solche Anblicke während einer Wildnisjagd genießen können.